Hi, ich bin Ole von der Firma Caselinaus und heute stelle ich Ihnen unseren neuen Funk-Solarmotor der Serie EasyLine vor. Der Motor hat eine integrierte Batterie und ist aufgrund seiner Brushless-Technologie unglaublich leise. Den Motor gibt es mit 3 Newtonmeter in kurzer Variante, mit 6 Newtonmeter für die 40er und für die 60er Welle und auch mit 20 Newtonmeter. Jetzt zeige ich euch, wie der Motor ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Erster Schritt, Handsender verbinden. Dafür müsst ihr zum Motorkopf, der ist in diesem Fall hier. Bei der Inbetriebnahme des Motors oder beim Einbau ist es ganz wichtig, dass dieser Motorkopf zu euch zeigt, sodass ihr einfach daran kommt. Heißt, ihr geht zum Motorkopf und nehmt zum Beispiel einen Stift von Caselinaus, drückt hier rein, bis der Motor ruckelt und innerhalb von 3 Sekunden müsst ihr die Stopptaste des Handsenders drücken. Der Motor ruckelt und piept und zeigt, dass nun der Handsender eingelernt ist. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 2. Bevor wir die Endlagen final einstellen können, müssen wir zuerst schauen, ob die Laufrichtung richtig ist. Das heißt, wir fahren den Motor jetzt beispielsweise mal runter und drücken lange auf die Runter-Taste und merken, dass der Motor nach oben fährt. Das muss natürlich anders eingestellt werden. Um die Laufrichtungsumkehr durchzuführen, drücken wir die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden. Lassen die Tasten wieder los. Der Motor hat soeben gezeigt, dass die Laufrichtungsumkehr erfolgreich stattgefunden hat. Das testen wir jetzt nochmal. Wir fahren nach oben und der Motor fährt ebenfalls nach oben. Hat funktioniert. Dann kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 3, der Endlageneinstellung. In diesem Fall befindet sich der Rollladen in einer mittleren Position und wir fangen einfach mal mit der unteren Endlage an. Das heißt, wir fahren den Rollladen runter. Das geht natürlich nur schrittweise, weil sich der Motor im Einstellmodus befindet. Damit der Rollladen länger fährt, müssen wir einfach die untere Taste etwas länger drücken. So. Wir sagen jetzt mal, hier ist die untere Endlage. Um diese festzulegen, müssen Sie einfach 3 Sekunden lang die Stopp- und die untere Taste gleichzeitig drücken. Der Motor ruckelt und piept, das heißt, die untere Endlage ist festgelegt. Das gleiche jetzt für die obere Endlage. Wir fahren nach oben. Ich fahre jetzt mal etwas hoch und das letzte Stück justiere ich etwas feiner. Wir sagen jetzt mal, hier soll die obere Endlage sein. Das heißt, wir drücken die obere und die Stopptaste ebenfalls für 3 Sekunden. Der Motor ruckelt und piept und wir haben die obere Endlage festgelegt. Übrigens, unsere Solarmotoren lassen sich sowohl per Solarpanel, also per Sonne, als auch per Steckernetzgerät aufladen. Wir haben die Solarantriebe für Rollläden, wie in diesem Fall, für Screens, für RAV-Stores, für Markisen, aber auch neuerdings für Rolltore. Das war jetzt heute das Video über unseren Solarmotor mit integriertem Akku. Falls ihr weitere Videos schauen wollt, folgt uns gerne und schreibt uns gerne einen Kommentar, was ihr noch sonst so von uns sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!